Freunde, Lobo hier mit einem neuen WoR-Video. Heute schauen wir uns das Wochenende an. Es gibt ein Beschwörungsevent. Ich werde am Wochenende zwar nicht beschwören, denn ich habe einen der Helden schon. Und das ist ein absoluter Geheimtipp. Den schauen wir uns gleich an. Let's see. Ja, da läuft ja auch der neue Event beim Appen immer noch. Beim Wukong-Event. Da schauen wir gleich mal rein. Ich habe noch gar nicht viel gemacht. Müssen wir erst den normalen Modus machen, bevor wir in den Herausforderungsmodus kommen. Und das ist wie, ja, einfach Karten aufdecken. Ich weiß nicht, wie heißt das Game? Wo man sich die Karten merken muss? Keine Ahnung. Aber wenn ich Video mache, dann bin ich hier generell sehr schlecht. Okay, das war jetzt easy. Frage habe ich noch nicht gehabt. Geht aber doch besser als gedacht. So, der war, glaube ich, hier. Okay. Luftroller. Nee. Ja. Okay. Stone war hier und da war der. Okay. Da ist ja noch easy. Beim zweiten Mal. Aber ganz wollte ich den jetzt eigentlich nicht durchmachen. Aber man kann ja gar nicht weitermachen. Man muss warten bis morgen. Na? Okay. Naja. Ein bisschen was für. Ja, fürs Hirn. Aber das ist ja bei dem Spiel das Schöne. Man muss ja echt viele Strategien erarbeiten. Also reine DPS, Kampfkraft ist hier im Spiel nicht immer the way to go. So, jetzt schauen wir uns aber die spezielle Geisterbeschwörung an. Haben wieder zwei neue Helden. Am Wochenende lohnt es sich zu beschwören. Viele haben ja jetzt gerade für Wukong ihre Stones rausgehauen. Aber wir haben zwei gute Helden am Wochenende. Mal Glaciers. Den werde ich heute aber nicht großartig vorstellen. Ist ein guter Magier. Fraktion Nordländer. Er hat einen Slow und Einfrieren. Das macht ihn natürlich prädestiniert. Unter anderem auch für die Arena. Und überall da wurde natürlich Raid 1 sowieso. Aber er hat auch einen guten Damage, weil er auf das 10cc basiert. Das heißt, wenn Einfrieren auf dem Gegner ist, dann macht er mehr Damage. Und durch seinen Skill, den er hier hat, wenn das Ziel immun gegen Einfrieren ist, wird das Talent ausgelöst, fügt er dem Ziel Auge des Winters zu. Und dann betrachtet er das Ziel eben als eingefroren. Und so kann man ihn eben auch prima beim Drachen spielen oder aber auch beim Titan. Ja, aber ich würde ihn jetzt nicht unbedingt da einsetzen. Also für mich ist er nach wie vor Arena und Raid 1. Schauen wir mal die Kommentare an. Was wir hier haben, ja gut, Fraktionsprüfung. Also, er ist, wie gesagt, er ist ein stabiler, guter Magier. Aber da gibt es ja so viel an Konkurrenz. Aber durch den Slow und dann durch den Freeze ist er durchaus einer der guten. Ja, Crodor, das ist der andere Held, jetzt in der Beschwörung im Event am Wochenende. Und Crodor, muss ich sagen, ich habe ihn vor 2 Wochen gezogen. Und er hat mich sehr, sehr überrascht. Denn wie machst du es eigentlich normal? Du ziehst einen Helden, den du jetzt eigentlich nicht so kennst, nicht auf dem Schirm hast. Gehst in die Kommentare, wie sind die Bewertungen? Oh, 4,8, 4,6, 4,5. Nicht so doll, baue ich mal lieber nicht, tue ich mal ins Lager legen. Nicht so bei Crodor. Also die Bewertung hier kann man getrost vergessen. Der Crodor ist nicht nur ein Verteidiger.
Ja, er wird auch oft verglichen, Verteidiger, er muss blocken und gut ist. Nicht so bei ihm. Wir haben es hier mit einem Support-Verteidiger zu tun. Er arbeitet nicht nur für sich allein, wie das jetzt zum Beispiel Olag macht oder auch Baron, sondern er supportet das ganze Team, und zwar die teameigene Fraktion, muss man dazu sagen, ungemein. Und das Interessante bei Godot ist, dass gerade in der Nordländer-Fraktion Helden wie zum Beispiel Olak drin sind. Ja, und das macht das Ganze wirklich ein recht starkes, dev-basiertes Team, was vor allem im Raid und beim Artefakte-Raid zur Geltung kommt. Aber der Reihe nach schauen wir uns mal die Skills von Grotto an. Also wie gesagt, Verteidiger, Nordländer, Fraktion, erst wollen wir uns nicht anschauen. Eiserne Verteidigung erhöht die Blockchance um 2 und die Verteidigung um 70%. Dieser Effekt hält 5 Sekunden an. Also hier erstmal ein Standard-Dev-Held. Einfach nur Gegnerhorden aufhalten mit diesem Skill. Weiter geht's. Mutiges Herz, ein passiver Skill. Wenn die LP niedriger als 30% sind, wechselt der Held sofort in einen Zustand der Wut, holt maximal 10 Gegner an und fügt ihnen Angriffsreduktion, also Attack Break, zu. Die nächsten 5 Grundangriffe ändern sich, treffen maximal 10 Gegner vor dem Helden und fügen ihnen 150% AOE Damage und Betäubung zu, also ein Stun, AOE Stun. Während dieser Phase ist der ultimative Skill nicht verfügbar. Dieser Effekt kann nur einmal pro Einsatz ausgelöst werden. Also hier ist der erste Support ein Stun und Attack Reduce. War nur 20%, aber kann schon den Unterschied machen. Dann nächste Passive erhöht je nach der Anzahl der angrenzenden Verbündeten die passive Damage-Reduktion und den zugefügten Damage. Der Effekt kann sich maximal 12% erreichen, wenn sich 3 Verbündete in Reichweite befinden. Also er supportet auch eure Attacker. Ja, gilt für alle Verbündeten im Übrigen. Also haben wir hier den nächsten Support-Skill fürs gesamte Team. Also wir haben einen Verteidiger und haben schon 3 Support-Skills. Also 2 Skills und 3 Support-Fähigkeiten. Aber jetzt wird es interessant. Und zwar beim, wo sind wir? Hier. Wieder ein passiver Nordwache im Ausrüstungsraid. Das ist jetzt ein bisschen schade, aber egal. Im Ausrüstungsraid und Artefakte-Raid wird während des ultimativen Skills der Block aller Verbündeten der Nordländer Verteidiger auf dem Feld um 1 erhöht. Das heißt als nichts anderes, dass wir richtig starke Dev-Units wie Olag nochmal zusätzlich verstärken. Oder auch King Hearts zum Beispiel. Ja? Und das macht das Ganze richtig, eine richtig harte ein richtig hartes Dev-Team aus, wo du kaum noch Gegner durchlässt. Ja? Und wir schauen mal, was haben wir denn in der Fraktion? Da haben wir so richtig starke Helden wie Isolde, Mega Dev Unit oder auch hier Rock hier, also die Nordländer Fraktion, die hat die besten die besten Verteidiger. Und mit ihm verstärken wir die Verteidiger noch mehr. Gleichzeitig supporten wir aber das gesamte Team. Ja? Schauen wir uns mal das Talent an. Talent, der Damage skaliert mit der Verteidigung. Auch hier interessant. Wir können ihn auf Damage bauen. Und das habe ich selber auch gemacht. Ja, schauen wir uns gleich an. Die Verteidigung wird für 20 Sekunden bei jedem erlittenen Damage um 2% erhöht und erreicht bei 20% Verteidigung den Höchstwert. Also richtig coole Sache. Ein Damage-basierter Verteidiger mit mehreren Support-Skills fürs Team. Das ist richtig, richtig
geil und ich kann jetzt schon sagen, dass dieser Held Crodor ist der Joker im Artefakte-Raid. So, jetzt muss ich mal die Kopfhörer ablegen. Wir haben heute hier 28 Grad, 28, 29 Grad, ziemlich heiß. So, gehen wir mal zum Artefakte-Raid. Schade, dass sein Block, sein Special Skill nur im Artefakte und im Ausrüstungs-Raid gilt. Denn im Kodex, ja, der jetzt auch wieder kommt, der ewige Kodex in 4 Tagen, wäre richtig geil gewesen, gerade beim zweiten, wo wir die ganzen Tanks aufstellen müssen. Ja, aber man kann ihn da natürlich auch im Kodex sehr, sehr gut spielen. Okay, aber heute schauen wir uns den Artefakte-Raid hier als Beispiel an. Ausrüstungs-Raid natürlich auch mega OP Crodor. Und zwar die Stufe 20. 22 bin ich noch nicht, da bin ich gerade dran. Wie gesagt, ich habe 6 Monate Pause, Zwangspause gemacht hier im Spiel. Deswegen bin ich noch relativ niedrig. Wir schauen uns Stufe 20 an mit Crodor. So sieht das Team aus. Also erste Linie der Verteidiger. Schade, dass ich nicht King Hearts habe, König Hearts. Der wäre natürlich noch mal richtig geil gewesen. Ja, aber egal, Isolde ist ein Epic Lord und ein richtig, richtig starker Epic Lord. Und dann im zweiten habe ich Bretos, also hier voll Damage Team. Ja. So, wir gehen mal rein. Ich zeige euch, wie easy das mit Crodor ist. Weil Crodor supportet jetzt Isolde, supportet Olag. Ja. Und die lassen überhaupt nichts mehr durch. Wenn Crodor mit, also lassen ja ohnehin schon wenig durch, aber mit Crodor lassen die gar nichts durch. Ja, das ist richtig geil. Also der Skill, der zieht richtig stark. Also Nordländer-Fraktion, muss ich sagen, wird immer stärker. So, Olag machen wir unten rein, weil dann hier der Boss kommt. Die sollte, das machen wir draußen, machen wir oben ihn rein. Und hier spiele ich ganz gern mit ihm hier. Okay. Und die Isolde für den Damage. Könnt auch Valkyrie nehmen. Habe ich auch ganz gern genutzt. Wir buffen Olag. Machen hier ein bisschen. Nämlich, ups, da ist schon einer durch. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, also nochmal. Das war jetzt schlechtes Beispiel. Okay, komm, machen wir Isolde rein. Und eine Olag. Hab zu spät sie reingestellt. So. Brauchen wir noch keinen? Ja Gott, brauchen wir doch schon. Unseren Heiler. So. Golde bufft sich. Olag bufft sich. Jetzt machen wir Bretos rein. Für den Damage. Ulti. Und gut, jetzt läuft's. So, Crodor, den stelle ich jetzt hier oben rein. Warum? Weil er erstens richtig stark abtankt und aber auch den Damage macht. Das heißt, du brauchst nicht unbedingt hier so viele starke Magier, um die Depth zu verteidigen, weil er selber auf Damage gebaut ist. Ich zeige euch gleich meine Ausrüstung, wie ich ihn gebaut habe. Okay, also wir machen jetzt hier ihn noch mit rein. Dass er ein bisschen Slow drauf gibt. So. Also Crodor steht wie ein Tank, haut aber auch gut Damage raus. Wir buffen wieder, bis ich sollte. Crodor. Ups, jetzt habe ich Ingrid gebufft. Brauchen wir nicht. So, weiter geht's. Wir haben hier noch eine Reserve. Noch hier Magier und noch ein Death Unit. Aber brauchen wir eigentlich
Überhaupt nicht. Wir machen es mal ohne, dass man auch sieht, wie stark Crodor hier ist. Ja, zur Not haue ich ihn noch mit rein, ja? So. Ja, Ingrid haut jetzt natürlich einiges raus. Einige haben jetzt Ingrid gezogen, hoffentlich. Ja. So. Trotzdem mal ein Schild hier. So, unsere Reserve, die brauchen wir jetzt für ihn hier, weil der kann ein bisschen zickig werden. Jetzt setzen wir Ingrid ein, weil wir ein One-Target brauchen. Und Crodor macht ja eigentlich den Rest da oben. Ja, das war schon. Also ihr habt gesehen, völlig easy, weil Crodor eben das Team supportet mit seinem Block-Skill für Olag und für Isolde. Und muss dazu sagen, er ist auch gar nicht voll geskillt, ja. Also er hat keinen einzigen Skill-Kristall. Also da ist noch so viel Luft nach oben bei ihm. Artefakt habe ich gerade mal auf 10, weil ich momentan keine Mythril habe. Also, aber dafür, dass er echt so low noch ist, macht er echt einen sehr guten Job. Also ich habe meinen so gebaut auf einem Dev LP Dev Z. Hier, den werde ich noch entfalten, damit ich das komplette Set habe. Weil ich habe hier einen richtigen guten gehabt mit der Crit Rate. Problem, ich bekomme noch nicht die Crit Rate hin, wenn man ihn auf Damage baut. Das ist ein bisschen schwierig. Deswegen hat er erstmal 58%. Ihr könnt ihn natürlich komplett auf Dev bauen. Ja, also hier Dev, Dev und Dev. Ich habe jetzt bei ihm natürlich hier Damage. Und ich werde versuchen, dass ich hier irgendwo hier zum Beispiel hier ein besseres bekomme. Besseres Amulett bekommen, wo ich eine hohe Crit-Rate drauf habe. Und dann sollte das schon wieder passen. Ja. Aber so ist er bei mir erstmal ganz gut. Auch hier beim ersten Mal erwecken schon bekommt er beim Erhalt von Schilden erhöht sich die Schildstärke um 20%. Und da gibt es ja in der Fraktion mehrere, die ein Schild machen. Also das ist, dann wird er ja nochmal richtig Death-lastig. Ja, Eld zum Beispiel. Das ist ein Beispiel mit einem Schild aus der Fraktion, der übergibt seinen Schild an andere Verbündete mit seinem Talent. So auch an Crodor, weil er ist ja in der gleichen Fraktion und dann habt ihr nochmal eine 20% Schildverstärkung auf sich. Das ist richtig krass. Oder aber auch bei Vortex. Vortex mit seinem Wasserschild, der gilt auch. Ja, gibt ein Wasserschild aufs gesamte Team. Und bei Crodor, er bekommt natürlich den Schild, aber nochmal zusätzlich 20% mehr Schildstärke. Ja? Wenn er natürlich einmal erweckt ist. Das ist die Bedingung. Aber dann kann ich mir echt vorstellen, dass er könnte besser werden als Olag. Na gut, man kann sich vergleichen, weil Olag wirklich reiner Death-Tank ist, ja, während ein Crodor einen guten Damage machen kann und supportet, das Team supportet. Ja. Aber auf jeden Fall Top Dev Unit. Ja, ansonsten ist eher ruhig die Woche. Es war ja jetzt durch den Wukong-Event ohnehin viel. Ich habe so viel rausgehauen. Ich habe über 6000 Kristalle rausgehauen, um Eris zu bekommen. Habe natürlich nicht bekommen. Ja, Kristalle weg, Ausdauer weg. Ich gebe es gerade so ein bisschen auf dem Zahnfleisch. Ja, wir haben auch momentan, also diese Woche auch keine Ohrenbeschwörungen, sparen wir für nächste Woche. Aber weil ja jetzt als Bretos und Ingrid zwei ultra starke Lords in den Events gewesen im Monat Dezember. Aber nächste Woche kommt schon wieder neuer Content und Events. Und da gibt es dann wieder ein bisschen
mehr Action. Also Leute, wenn ihr Stones über habt, Hodor ist es auf jeden Fall wert, gerade wenn ihr im Artefakte-Raid und im Ausrüstungs-Raid 2 Probleme habt, dann wird es mit Kodor wesentlich einfacher. So, wir sehen uns wieder im nächsten Video. Ein frohes neues Jahr. Ja, wir sind ja schon 2025. Wir haben ein bisschen Zeitverschiebung. Ja. Also, ich wünsche euch ein frohes neues Jahr 2025 und ich bleibe natürlich am Start das ganze Jahr und die nächsten Jahre. In diesem Sinne, keep on grinding. Bis zum nächsten Video. Euer Lobo.